Alright, hier ist Frank Conny und Wester und wir schauen uns heute mal die neuen Containerbausätze von Faller an. Die gibt's in 20 und in 40 Fuß. Wir gucken mal rein in die Packung, was da drin ist. Wir werden 1 oder 2 von den Containern auch aufbauen und dann schauen wir doch mal, ob die was können. Faller hat Container rausgebracht, insgesamt 4 Sets, je 2 mit 5 20-Fuß-Containern und 2 mit 5 40-Fuß-Containern. Die 20er Sets wechseln für 30 Euro den Besitzer, die 40er für 35 Euro. Und von den enthaltenen 5 Containern sind immer jeweils 2 bedruckt. Hier jetzt zum Beispiel einer für Evergreen und einer für Hamburg Süd. Und wir gucken heute mal rein in die Packungen. Es gibt noch, wie gesagt, ein 4. Set. Da sind nochmal 20 Fuß One-Container drin. Das habe ich allerdings schon angefangen und die Umverpackung nicht mehr. Deshalb liegt das hier nicht mit auf dem Stapel. Wir werfen jetzt hier mal den Blick in die 40er One-Kiste. Da liegt oben auf die Bedienungsanleitung dann ein Stück Pappe als Trennschutz und noch irgendwie Papier als Trennschutz und dann kommen hier die Container aus farbigem Kunststoffgranulat und ganz unten sind dann die beiden bedruckten, hier der pinke und hier der weiße. Und die bauen wir uns doch jetzt schnell mal zusammen. Das also die Teile für einen Container, dazu eine Flasche klassischen Plastikkleber, ein Tool zum Raustrennen aus den Spritzlingen und ein Bastelmesser zum sauberen Entgraten und dann setzen wir das gute Stück mal zusammen. Nagelneue Flasche Faller Plastikkleber. Ich habe vorhin ihn erst aus der Verpackung genommen und direkt die Düse verklebt. Du glaubst es nicht. Aber es gibt nichts, was man nicht mit der Flamme lösen könnte. Da sind wir auch schon, das Ding ist wirklich schnell zusammengesetzt. Wäre es ein Kibri-Bausatz, hätte er wahrscheinlich 0 Sterne von der Schwierigkeit her. Gibt trotzdem so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Das Dach sieht zum Beispiel von oben eigentlich komplett gleich aus, ist aber unterschiedlich. Wenn man es nämlich umdreht, sieht man, dass hier eine breitere Kante ist fürs Ankleben der Stirnseite und hier vorne auch die Verschlussriegel von der Tür noch leicht angedeutet sind. Also hier die Stirnseite, hier die Türseite. Auch beim unteren Teil bei der Türseite sind hier noch die Verschlussriegel mit drauf. Und bei den bedruckten Containern natürlich darauf achten, dass die richtig rum eingeklebt werden, die Seitenteile und die Tür, damit der Schriftzug dann am Ende nicht auf dem Kopf steht. Kamera zu warm, ich glaube, mein Schwein pfeift. Dass hier ein paar von den weißen Teilen so schwarze Flecken haben, liegt übrigens nicht an Faller, sondern an mir, der die Schneidmatte nach dem letzten Projekt, über das ich leider noch nicht reden darf, nicht wirklich gut sauber gemacht hat. Alle zusammengebaut, das geht ja wirklich ratzfatz. Hier spielt Kunststoff in Verbindung mit dem passenden Kleber echt voll seine Stärken aus. Als langjähriges Mitglied vom Team Karton musste ich aber erstmal wieder lernen, mit Kunststoff umzugehen. Bei Lasercut-Modellbau ist es halt so, dass du den austretenden Weißleim einfach wegwischst und alles ist gut. Das funktioniert logischerweise bei Kunststoff nicht und man hat dann sehr schnell unschöne Kleberflecken
auf der Außenseite, die man gar nicht mehr wegbekommt. Na, wem fällt's auf? Genau, alle Containernummern falsch, bis auf eine. Die am China Shipping ist richtig, alle anderen sind falsch, weil sie eigentlich auch China Shipping sind auf den 40-Fuß-Containern oder Evergreen auf den 20-Fuß-Containern und die am Evergreen ist falsch, obwohl sie eine Evergreen-Nummer ist, passt nämlich die Checksumme nicht. Und was da noch erschwerend hinzukommt, an der Stirnseite steht eine andere. Schauen wir mal auf die Habenseite. Ich finde die Farben gut getroffen, dafür, dass es abgespritztes Plastikgranulat ist. Nur der One in Pink, der ist mir zu blass. Wenn man hier mal den von PT Trains daneben hält, da knallt das Pink deutlich besser. Die Aufbauzeit ist super, da spielt der Kunststoff komplett seine Vorteile aus. Gerade in Verbindung mit einem guten Plastikkleber brauchst du keine 5 Minuten für einen Container. Die Drucke sind spärlich, aber zumindest sind sie gut. Sie sind gut lesbar, sie sind deckend, ist halt Digitaldruck. Die farbigen Flächen sind manchmal ein bisschen grisselig, wie man das von nicht so gutem Digitaldruck leider kennt. Spärliche Drucker hatte ich ja schon angesprochen, also wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel den One in Pink, der hat halt auf dem Dach genau gar keinen Druck. Auf der Seite fehlt wahrscheinlich das ein oder andere, zum Beispiel ist kein IC-Symbol für den Transport auf Eisenbahnwaggons aufgedruckt. Die Tür sieht einigermaßen okay aus. Und die Stirnseite auch. Wo sie nicht okay aussieht, ist tatsächlich beim Evergreen, weil da ist nicht nur die falsche Containernummer mit CCLU drauf, sondern es fehlt auch das üblicherweise bei Evergreen vorhandene Evergreen-Logo, das auf der Tür drauf ist, aber da hat man vergessen, das weiß zu hinterlegen. Die Container entsprechen von ihrer Ausführung her das, was in der NEM steht, das heißt, sie haben am Boden Pins und sind damit auch ohne gesonderte Hilfsmittel stapelbar. Und weil ich es vorhin angesprochen hatte, dass man bei dem bedruckten Container natürlich schauen muss, dass die Schrift am Ende nicht auf dem Kopf steht. Auch die unbedruckten haben natürlich ein definiertes Oben und Unten. Oben sind zum Beispiel die Belüftungsschlitze mit im Spritzling drin gewesen und unten hat er hier diese langgezogene Kante. Ich fand es einfacher, die Türen zuerst einzukleben und dann diese untere Abschlussleiste, also genau andersrum, wie es in der Anleitung steht, die übrigens auch noch Varianten bei der Türdarstellung kennt. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Meine sind alle zu. Wenn ich offene Türen will, habe ich PT Trains. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass so extreme Schlieren im Kunststoff drin sind. Gerade die Stirnseite, da sieht man es ganz extrem und das betrifft tatsächlich alle Farben. Also keine Ahnung, wo das herkommt, aber die sind alle mit Schlieren übersät. Teilweise hat man auch Schlieren an den Seiten, dann sieht das aus, als wäre da ein Knick im Kunststoff drin. Das ist irgendwie qualitativ gar nicht gut. Das Highlight, leider im negativen Sinn, das ist aber das, was dem einen oder anderen schon aufgefallen sein dürfte, als ich hier den Evergreen ein paar Mal um die eigene Achse gedreht habe. Denn die 20-Fuß-Container haben alle einen Gooseneck-Tunnel. Also diese Vertiefung im Boden, die braucht man eigentlich bei einem High-Cube-Container, damit die Gesamthöhe von so einem auf der Straße beförderten Container nicht die 4 Meter übersteigt und der Containerfahrer dann irgendwie an der Brücke hängen bliebe. Die gibt's bei 20-Fuß-Containern nicht, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es in Europa aktuell faktisch keine 20 Fuß in High Cube gibt. Ich weiß nicht, wie man auf die komische Idee kommt, sowas zu produzieren. Doch, ich weiß es, weil das ist hier die Packung für das 20er Set mit Evergreen und Hamburg Süd und auf der ist eigentlich alles soweit richtig. Man sieht hier auch, der ist wirklich schick so beschriftet, wie man das von Hamburg Süd eigentlich kennt, mit diesen weiß hinterlegten Containernummern, mit der weiß hinterlegten Typbezeichnung, mit dem weiß hinterlegten, ich hatte es vorhin schon angesprochen, IC-Symbol für den Bahntransport, mit einer relativ kleinen Höhenbeschriftung. Auch der Evergreen hier hat eine relativ kleine Höhenbeschriftung, hat hier auch seine IC-Nummer, hat die Prüfziffer einzeln hervorgehoben und
Man hat hier keinen Gooseneck-Tunnel. Das sieht man nämlich, wenn man den hier sich so anschaut. Diese Vertiefung würde man hier sehen. Das sind also die Handmuster und die sind wirklich gut. Und wir sehen auch, wenn wir den hier drauflegen, die Containerbedruckung auf der Seite hat mit dem Bild auf der Packung eigentlich gar nichts mehr gemeinsam. Das ist immer gleich, die Teile, das und auch die Höhenangabe sind immer gleich und man hat einfach ein anderes Logo in die Mitte gedruckt. Das führt beim One dazu, dass die Schrift für die Containernummer eigentlich schon viel zu nah am Logo ist. Da kann man schon fast von der Mogelpackung sprechen. Also ich sagte ja, ich weiß, warum die 20er einen Gooseneck-Tunnel haben, weil dann braucht man hierfür keine neue Spritzgussform, weil man kann einfach das gleiche Endstück benutzen wie bei den 40ern. Ach ja. Ich habe ja in letzter Zeit viel Unschönes in Sachen Containern gesehen und man denkt jedes Mal, jetzt muss doch aber die Talsohle auch endlich mal erreicht sein. Und dann kommt Faller und sagt, hold my beer. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Fehler man beim Produzieren von einer viereckigen Kiste machen kann. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch verstanden habe, aber überall, wo es ums Thema Kosten für eine Spritzgussform geht, werden direkt sehr hohe Zahlen genannt. Nicht zuletzt deshalb werden uns Teile von Schloss Bran als abgewandelte Neuheiten noch über Jahre aus dem Faller Neuheitenprospekt entgegenwinken, damit sich die Formkosten amortisieren. Jetzt ist Bran aber ein Gebäude und aus dem kann man viele weitere Gebäude ableiten. Ich sehe die mittelalterliche Altstadt schon regelrecht vor mir. Aber das ist ein Container. Den kannst du nicht zweit- oder drittverwerten. Der taugt noch nicht mal als Spundwand, weil die Zicken dafür zu dünn sind. Da müsste man doch meinen, dass man da nicht mit dem ganz großen Rotstift an die Handmuster rangeht. Und ich nehme mal an, die Bilder auf dem Karton sind auf Grundlage von Handmustern entstanden. Denn man braucht am Ende ein gutes, vorbildgerechtes Produkt, bei dem der Käufer nicht nach der ersten Packung einfach die Schnauze voll hat. Denn du wirst die Teile aus dieser Form auch in den nächsten Jahren wieder und wieder als Container verkaufen müssen. Stattdessen verpasst man dem 20er den völlig vorbildfremden Gooseneck-Tunnel, um Formkosten zu sparen und bemüht sich auch bei den bedruckten Modellen erst gar nicht darum, die einigermaßen vorbildgerecht von der Optik hinzubekommen. Von logischen Fehlern in den Drucken, weil da vermutlich keine Endkontrolle mehr stattfindet, ganz zu schweigen. Überdies hat man dann am Ende auch eine schlechte optische Qualität des Endprodukts aufgrund der starken Schlieren im Material. Und das ist zumindest mein Eindruck, man lässt hier extrem viel Potenzial ungenutzt liegen. Gerade weil es ein Bausatz ist, könnte man da dem Modellbauer viel mehr abverlangen, der dann am Ende aber ein optisch viel besseres Produkt in den Händen halten wird, indem man etwa Belüftungsklappen und Verschlussriegel als eigene Form macht, die dann extra angesetzt sind und ein viel plastischeres Bild abgeben, als wenn die nur angespritzt sind. Ich meine, das ist ein Niveau, das hat Herber vor 30 Jahren auch schon hinbekommen. Sorry, Faller, das war nix. Die taugen maximal als Auffüllmaterial für den hinteren Teil des Container-Terminals, nachdem man sie einmal mit matten Klarlack überzogen hat. Aber beim Stückpreis von 6 respektive 7 Euro gibt es eigentlich kein Argument, dass man dafür zu unbedruckter Ware vom Chinesen des geringsten Misstrauens greift. Klar, man hat keine bedruckten dabei und der Bastelspaß fällt auch aus, aber selbst die 2 Punkte können halt nicht drüber hinwegtäuschen, dass die Fernostprodukte 2,75 respektive 3,25 und damit ca. die Hälfte kosten, schon matt lackiert sind und angesetzte Verriegelungen haben. Und die Drucker in den Fallermodellen, die sind zu nichts zu gebrauchen, außer zum Abkratzen. Und genau dafür werde ich sie jetzt auch verwenden und mal erste Gehversuche in der Alterung von Containern unternehmen, denn dafür hat mir bislang das entsprechende Material gefehlt, das ich aber jetzt habe. Denn zum Wegwerfen sind sie dann doch zu schade. Man denke nur an das ganze Erdöl, das dafür sterben musste.